Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Doktorchens Keller. Symmetrisch oder unsymmetrisch? Spielt es eine Rolle und wenn ja, weshalb? Das erfahrt ihr in diesem Video. Bei symmetrisch und unsymmetrisch handelt es sich um zwei Formen der Leitungsführung. Das heißt, wie bekomme ich ein Signal von einem Gerät zum nächsten. Wir reden dabei tatsächlich über ein Monosignal, das heißt über einen Kanal. Wer nicht weiß, wo der Unterschied zwischen Mono und Stereo liegt, da habe ich schon ein Video dazu gemacht. Dann einfach mal reinschauen. Wir wollen also einen Monokanal übertragen. Die einfachere Variante ist die unsymmetrische Übertragung. Dabei habe ich einmal mein Signal, das ich übertragen will, und ich habe die Masseverbindung. Das heißt, mein Stecker braucht zwei Kontaktflächen. Typisches Beispiel ist ein normales Gitarrenkabel. Korrekter wäre TS-Klinke, Tip und Sleeve. Das heißt, der Stecker an sich ist zweipolig. Ich habe einen isolierenden Ring. Ein anderes Beispiel wären tatsächlich Cinch-Stecker. Und ja, die heißen tatsächlich Cinch und nicht Cinch. Oder im Englischen auch RCA-Jack. Auch der ist zweipolig, der hat in der Mitte diesen kleinen Stift und außenrum den Rand. Der große Nachteil bei unsymmetrischen Übertragungen ist, dass die relativ anfällig für Störeinstreuungen sind, die auf das Kabel draufkommen. Und das ist vor allem dann ein Problem, wenn ich große Kabellängen habe. Wenn ich also 10, 15, 20 Meter mit einer unsymmetrischen Leitung zurücklege, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich am Ende irgendwelche Störgeräusche mit drauf habe. Deswegen gilt, wenn man unsymmetrisch verkabelt, dann die Kabellängen möglichst kurz halten. Nun geht das naheliegenderweise nicht immer, denn was ist denn jetzt, wenn ich vielleicht 20, 30, 50 oder gar 100 Meter mit einem Kabel zurücklegen muss? Dann sollte man unbedingt symmetrische Leitungsführung verwenden. Was bedeutet das? In diesem Falle habe ich zweimal Signal plus einmal die Masseverbindung. Das heißt, ich brauche erst einmal einen dreipoligen Stecker. Das kann eine TRS-Klinke sein. TS kennen wir schon mit dem Tip und dem Sleeve. Das R steht für Ring. Tip, Ring, Sleeve, TRS. Wir sehen ja auch, wir haben zwei dieser schwarzen Ringe, die isolieren eben die verschiedenen Kontaktflächen voneinander. Ein anderes typisches Beispiel für symmetrische Stecker ist tatsächlich XLR. Was genau wird jetzt aber über diesen zusätzlichen Pol übertragen? Klar ist, wir haben einmal die Masse und wir haben einmal das Signal. Auf dem dritten wird auch das Signal übertragen, allerdings verpolt. Das heißt, wenn wir uns anschauen, wir haben jetzt hier eine Sinuswelle. Und wenn ich die verpole, wird die quasi anhand der X-Achse gespiegelt. Was ist jetzt der Sinn dahinter? Wenn auf das Kabel jetzt ein Störeinfluss draufkommt, dann kommt der auf beide diese Signale drauf. Am Ende wird der untere Teil quasi wieder nach oben geklappt und damit heben sich diese beiden Störeinflüsse tatsächlich auf. Das ist ein relativ simples, aber sehr wirkungsvolles Prinzip. Und mit einer symmetrischen Leitung kann ich tatsächlich mehrere hundert Meter problemlos zurücklegen. Damit eine symmetrische Leitungsführung aber möglich ist, müssen drei Kriterien erfüllt sein. Das Gerät, von dem aus ich das Signal sende, muss einen symmetrischen Ausgang haben. Das Kabel, das ich verwende, muss symmetrisch sein. Die Stecker logischerweise auch. Und der Eingang des nachfolgenden Gerätes muss auch symmetrisch sein. Ist eine der drei Sachen nicht gegeben, ist die komplette Verbindung unsymmetrisch und damit wieder anfällig für Störungen. Nehmen wir uns mal kurz ein kleines Anwendungsbeispiel, das vielleicht der ein oder andere kennt. Ich möchte zwei Studio-Lautsprecher an meinen Laptop anschließen. Der Laptop hat einen Stereoausgang über 3,5 mm Klinke. Der ist tatsächlich unsymmetrisch. Jetzt gibt es Adapterkabel, die von diesem 3,5 mm Klinkenstecker auf zwei XLR-Stecker gehen. Kann ich verwenden, ich habe aber trotzdem keine symmetrische Leitungsführung, einfach weil der Ausgang als auch das Kabel
unsymmetrisch sind. An dem Punkt wäre es im Übrigen besser, wenn der Lautsprecher auch einen unsymmetrischen Eingang hat, diesen zu verwenden, denn wenn ich ein unsymmetrisches Signal in einen symmetrischen Eingang schicke, habe ich immer einen Pegelverlust. Wir erinnern uns kurz zurück, diese untere Hälfte des Signals wird ja quasi nach oben geklappt. Das sorgt dafür, dass sich die Signalstärke verdoppelt. Und diese untere Hälfte fehlt, wenn ich dort nur ein unsymmetrisches Signal reinschicke. Deswegen habe ich an der Stelle immer einen Verlust von 6 dB. Der unsymmetrische Eingang erwartet das gar nicht erst, deswegen habe ich diesen Pegelverlust dort nicht. Das war es tatsächlich schon zu diesem Thema. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und konntet für euch was mitnehmen. Lasst mich das doch gerne unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten freue ich mich immer, wenn das Video geliked wird und geteilt wird, damit es möglichst viele Leute sehen. Und ich freue mich natürlich auch immer über neue Abonnenten. Wenn ihr den Kanal abonniert, nicht vergessen, die Glocke zu läuten, damit ihr das nächste Video nächste Woche nicht verpasst. Bleibt mir nur, wie immer zu wünschen, gehabt euch wohl.